Hallo und willkommen zu unserem YouTube-Vlog. Wir sind Moni und Kiwi von MK Drive Club. Und wir stellen heute den neuen schnittigen Kia Niro e.V. vor und nehmen euch mit auf eine kleine Rundfahrt. Viel Spaß! Also wir finden schon das äußere Erscheinungsbild des Kia Niro e.V. richtig ansprechend. Aber schaut euch mal die Lichter an, im Heartbeat-Design gestaltet. Sie sollen eine Herzschlagkurve nachempfinden. Wir gehen weiter zu den Außenlichtern. Auch die sind total fesch, aber sie sollen natürlich nicht nur gut aussehen, sondern auch vor allem zum Thema Sicherheit viel beitragen. Die 17 Zoll runden wortwörtlich das optische Erscheinungsbild auf. Ja, wir sind jetzt hier seitlich. Man hätte es am Anfang nicht gedacht. Mir ist er nicht so groß vorgekommen. Er ist 4,42 Meter lang. Für ein City-Auto mit Parallelparken vielleicht eine spannende Geschichte, aber er hat ganz viele super Assistenzsysteme. Also damit steht dem Parkerlebnis nichts im Wege. Wenn wir weitergehen und uns im Design hier anschauen, eine Konstruktion, die man vielleicht am Anfang nicht gleich entdeckt, ist hier ein aerodynamisches Element eingebaut, das den Widerstand natürlich verringert und die Aerodynamik fördert und natürlich den Wattverbrauch dann auch reduziert. Wollen wir bei einem Elektroauto. Weiter geht's zum Kofferraum mit seinen 475 Liter, also das ist schon sehr geräumig, lässt sich auch durch das Umklappen der Rückenlehnen auf 1392 Liter ausweiten. Somit steht dem Möbelkauf und Transport nichts mehr im Wege, wobei man ja nur Kerzen kaufen wollte, oder? So, was hier auch noch sehr cool ist, wir haben hier nochmal ziemlich große Lichtelemente, also Thema Sicherheit, hier ist an alles gedacht worden. Es springt dich jede Bremsung förmlich an. So, dann schauen wir uns das Ganze mal von innen an, was das Auto indoor so zu bieten hat. Man muss sich ja immer erst an ein neues Auto gewöhnen. Das auf jeden Fall. Diese Gangschaltung ist auch sehr cool. Ich bin ja eher der Knüppelfahrer. Du hast gar nicht die Drehbewegung. Ich habe jetzt vor mir das Display on, das kannst du ja gar nicht sehen, oder? Auch nicht, wenn du dich da irgendwie so rüber beugst, oder? Ist nur dir vorbehalten. Ja, fühle ich mich so special da drinnen, wirklich. Aber man muss sich dran gewöhnen. Wie immer an alles Neue im Leben. Aber er macht es uns auf jeden Fall leicht. Stimmt. So, wir suchen jetzt natürlich nach etwas Essbarem hier und fahren durch diese wunderschöne Seestadt bei tollstem Wetter. Ich suche jetzt hier verzweifelt, vielleicht kannst du mir helfen, Kiwi. Wir haben das Radio an, aber ich kann natürlich bei mir lauter und leiser drehen, aber wenn es dir ein bisschen zu leise ist oder so, die Partymusik während der Fahrt, wo kannst du dann eigentlich da drücken? Ja, das ist ein total verstecktes Highlight hier. Und zwar gibt es hier eine richtig coole Funktion, dass man umschalten kann auf einem Display zwischen allen Heizfunktionen und dann dem Audiosystem. Und wenn man das dann einfach hier per Touch ändert, kann man auf einmal diese Volume-Buttons drehen. Und sie haben dann nichts mehr mit der Heizung zu tun oder mit der Temperatur, sondern mit der Lautstärke. Ah, super. Also alles per Touch. Ja, ein Smart Touch und die ganze Welt hat sich verändert. Ja. So, wir schauen jetzt da mal. Was gibt es denn hier in der schönen Seestadt? Ja, also ich finde ja, das Lenkrad fühlt sich auch gut an. Das hast du vorher auch schon gesagt. Ja. Das Material ist total angenehm. Also das erleichtert dann sicher auch längere Autofahrten, weil man da auch gerne hingreift. Ja, es ist auch vor allem nicht zu dick. Es ist für zarte Frauenhände sicher ein riesen Plus. Da fehlt dann auch nicht der Knüppel in der Mitte, weil man kann sich am Lenkrad festhalten. Ja, soll man ja eigentlich eh nicht machen. Habe ich mal gelernt. Also am Lenkrad festhalten? Nein, am Knüppel Also. festhalten. Vor allem, wenn man steht.
Da hat man dann so gemütlich die Hand drauf und der vibriert und das ist scheinbar nicht so gut. Ach so, okay. Gehört zu den Tipps of what not to do. Hm. Jetzt waren wir in einer Sackgasse. Ob es da Ja. was zu essen gibt? Ja, das glaube Oh ich je, nicht. so eine kleine Sackgasse. Eine ganz kleine. Aber wir bleiben jetzt mal stehen und dann würde ich sagen, setzt du dich mit der Steuer, oder? Ja, gerne. Können wir auch ein bisschen schauen, wie wir hier wieder rauskommen und rückwärts fahren. Ja. So, wir haben jetzt hier Position gewechselt. Ich werde nach vorne geschoben, aber ich bin nicht in meiner Größe, weil die Moni hat sich vorher eingespeichert. Hier, das geht ganz einfach. Aber ich war Fahrer 1. Hatte sich das gemerkt, wie meine Sitzposition ist. Haha, Smart ist auch noch. total cool. Dann fahren wir jetzt mal rückwärts. So. Ready. Rückfahrkamera haben wir natürlich. Also, what else? Macht das Leben viel, viel einfacher, das Parken viel, viel einfacher. Wir blenden euch jetzt mal hier die Rückfahrkamera ein. Es ist noch sehr früh am frühen Nachmittag. Da sind noch nicht so viele Leute unterwegs. Und die Rückfahrkamera hat sich auch wieder ausgeschaltet. Wir fahren jetzt wieder ins Zentrum von der Seestadt und ich filme euch jetzt mal, was die Kiwi vorher erklärt hat mit diesem Touchscreen hier. Jetzt haben wir hier die Karte, das Navi. Und wenn man da oben drückt, kommt man dann eben auf Navi, Maps, Navi. Da kann man dann alles eingeben. Und hier auch die Regelung. Genau, da hat man einmal die Regelung für Lautstärke, für je nachdem, in Audio. welchem Modus man drinnen ist. Genau. Und wenn man hier drückt, kommt man dann auf unsere heißgeliebte, wie man sieht, Wärme. Ganz wichtig, ganz wichtig. Ganz wichtig. Schaut's mal hierher. Also, wer kann ohne leben? Popo-Heizung. Die drücken wir jetzt natürlich gleich mal, weil es ist Popo und Rückenheizung in einem und es wird gleich ganz wohlig warm. Also hier ist unser riesen Touch-Display. Die Kiwi hat noch ihr eigenes da vorne und natürlich auf der Windschutzscheibe, die wir von hier nicht sehen. Die ist nur der Fahrerin vorbehalten. Noch eine ziemlich coole Info. Wir haben hier bei dem Drive Mode mehrere Varianten, die wir da wählen können. Also man sieht hier gleich das Eco, Normal und Sport. Eco ist natürlich die sehr schonende Variante. Normal ist, was auch immer wir als Normal bezeichnen, also einfach ganz normales Fahrverhalten. Und dann haben wir aber noch die Sportfunktion und da kann man damit rechnen, dass der Wagen ordentlich anzieht. Generell hat er eine Reichweite von 460 Kilometer, was für ein Elektroauto ziemlich super ist. Und ja, der Verbrauch hält sich auch in Grenzen, je nachdem, wie ausgiebig man fährt und wie sehr man aufs Gas drückt. Wir werden jetzt mal die Sportfunktion kurz testen. Vielleicht, Ja, ich bin schon ganz aufgeregt. wenn es sicher geht, schalten wir auf den Sportmodus und das zieht ordentlich an, ja? Cool. Macht viel Spaß. Dann richtig nach hinten. Also es ist schon sportlich abenteuerlich. Ja, das geht ganz schnell nämlich. Also Ganz schnell. gleicher Druck wie vorher und ganz anderes Outcome. Zart da an, unser Kia. Ja. Ui. Ja, da muss man nicht viel machen. Aber da verbraucht sich wahrscheinlich dann die gespeicherte Energie ziemlich schnell. Ja, apropos Energieverbrauch. Es gibt ja auch einen Regler für die Rekuperation. Da wird die Energie wieder zurückgewonnen. Ich sehe gerade, man kann Naturklänge einstellen im Auto. Ich mache das jetzt mal. Wir sind hier im lebendigen Wald. E-Pedal aus. Okay, mit diesen Knöpfen muss man sich noch ein bisschen spielen. Ich entspanne dann mal in meinem Wald. Ja, mach das. Wo muss ich hin? Hast du mir jetzt mein Navi weggenommen? Baum rechts bitte, auf die große Wiese. Moni, hier waren wir schon mal. Was kann man noch für Töne einspielen? Das war's?
Naja, vielleicht wenn man irgendeine Road Rage hat und runterkommen muss, schaltet man den Sound ein. Jetzt rechts abbiegen. Und dann ist man nicht mehr Nein, sauer. natürlich ist noch Meeresrausch. Sage ich ja. Mach mal Regen. Regen. Ich mag Regen. Das entspannt mich dann vielleicht zu sehr. Ja, ich wollte gerade sagen, zu tief entspannt soll man auch nicht sein. Da, Straßencafé. Wenn man sich einsam fühlt während der Fahrt. Wiener Kaffeehauskultur vom Feinsten. Einen warmen Kamin gibt es auch. Dazu noch die Sitzheizung. Für kuschelige Momente auf der Rückbank. Wir haben auch ein verschneites Dorf. Wie hört sich ein verschneites Dorf an? Also ich finde, man kann mit dem Auto schon ein gutes Date ausführen, weil zuerst macht man die Sitzheizung an, dann macht man so ein bisschen Ambiente mit rein. Und Lagerfeuer, Geräusche. herrlich, herrlich. Und dann zeigt man, was man kann und setzt auf den Sportmodus. Macht sicher guten Eindruck. Was wir auch noch nicht erwähnt haben, ist, wenn man leise anfährt, das werden wir euch nachher auch noch zeigen, macht das Auto einen Sound. Also alles unter 20 km/h. Alles unter 20 km/h macht sich das Auto bemerkbar. So, wir haben gerade bei der Ladestation geparkt. Und werden unseren Kia jetzt ein bisschen aufladen und schauen uns noch was Spezielles an, nämlich Den Frank. Und wer nicht weiß, warum er Frank heißt, es ist ein Wortspiel aus Trunk in the front, also Frank. und wir haben keinen kleinen Mann vorne im Auto versteckt. Wir sitzen wieder in unserem Kia Niro e.V., haben ihn aufgeladen. Und was noch spannend ist, wenn man nach einer Ladestation sucht und das System erkennt, dass man gleich laden möchte, dann wird die Batterie vorkonditioniert und auf 20 bis 25 Grad aufgewärmt, damit dann der Ladevorgang schneller vonstatten geht. Ja, super praktisch. Und es gibt ja auch im Auto Möglichkeiten, seine Devices zu laden mit den USB-Ports. Genau. Ja. Wie oft haben wir das Wort jetzt verwendet? Ich sage jetzt mal chargen. An den Vordertüren links und rechts gibt es jeweils einen USB-Anschluss. Ja. Und man kann ja aber noch was anderes vorne dann Fahren. aufladen, Aufladen. nämlich andere Geräte. Ja, das ist super. Die Batterie speichert natürlich die Ladung und kann auch wieder was abgeben an andere Devices. Also man kann damit andere Elektroroller. Elektrogeräte laden, genau. Ja. Auch ganz cool. Und jetzt kommen wir vom Wort der Minute laden. Ich denke immer an die Schokoladelade. Auch gut. Die hatte ich im Büro immer. Wer hat die nicht, oder? Schokoladelade. Ja, aber es gibt ja noch ein paar Infos, glaube ich, die du noch Ja, ja. teilen möchtest. Voll cool, bis zu 204 PS, also nicht bis zu 204 PS, ist in 7,8 Sekunden von 0 auf 100 und hat einen Speed drauf von 167 km/h. Ja, ich glaube, also für ein Auto, Elektroauto ist das sehr viel. Ja, das passt schon. Wir können schon schneller von 0 auf 100 kommen, oder? Aber sowas von. Aber das ist nicht vergleichbar. Der Vergleich zählt nicht. So, wir haben jetzt den Kia Niro e.V. 3 Tage lang testen dürfen und ich muss sagen, man hat ja immer ein bisschen Respekt vor Elektroautos und mir wurden die Bedenken irrsinnig schnell genommen. Das Fahrverhalten ist großartig, er wirkt sehr zuverlässig und Ein solider Stadtbegleiter auf jeden Fall, absolut, absolut. der auch optisch überzeugt, also zumindest uns. Und das Laden hat auch ganz gut funktioniert.
Das mit dem Finden der Ladestationen war ein bisschen tricky. Da müsste man sich vielleicht noch ein bisschen mehr mit dem System auseinandersetzen oder das System mit uns. Aber es gibt ja mittlerweile so viele Ladestationen in der Stadt. Ja. Also auf jeden Fall in der Stadt ein guter Begleiter. Ja, dann danke fürs Reinschauen. Falls ihr noch mehr Informationen haben wollt, wir konnten jetzt natürlich nicht alles in diesem Clip und Video zeigen, aber ihr könnt alles nachlesen auf www.mkdriveclub.com und wir würden uns freuen, euch wiederzusehen. Stay aufgetuned!